Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Video auf diesem Kanal. Das letzte ist tatsächlich mittlerweile schon eine ganze Zeit her. Ich hatte ein bisschen was anderes zu tun zwischendurch, aber jetzt habe ich mir mal wieder die Zeit genommen und auch Zeit gefunden, um ein Video zu machen. Und auf besonderen Wunsch einer sehr liebgewonnenen Mitspielerin ist heute das Thema Olympia dran. Olympia hat sich mittlerweile sehr, sehr weit entwickelt. Es ist quasi ein eigenständiges Spiel, ist noch nicht ganz richtig, aber ein sehr großer Spielmodus geworden mit verschiedenen Funktionen, verschiedenen Möglichkeiten, einer eigenen Rangliste und diversen Belohnungen sowie auch Dingen, die man beachten kann. Außerdem gibt es ein Profil, wo jeder nachvollziehen kann, wie weit man so ist. Wie ihr seht, ich gondel hier im Moment auf furchtloses Eisen 1 rum. Das ist nicht ganz hoch, aber ich habe es auch nicht so eilig. Wir schauen uns tatsächlich mal am Anfang die Regeln an. Ich will hier in diesem Video ein bisschen die Grundlagen, das Allgemeine erklären, damit ihr erstmal einen Überblick entwickelt. Dieses Spielprinzip kennen viele wahrscheinlich von Shooter-Spielen oder ähnlichen Dingen. Man spielt mit zwei Teams gegeneinander, hat im Prinzip die Voraussetzungen gleich mit beiden Teams. Jedes Team hat also 5 Mitspieler und bekämpfen sich auf einer Karte. Und es ist nicht serverbeschränkt oder Königsreich beschränkt oder irgendwas in dieser Richtung. Also ihr könnt quasi gegen jeden spielen. Das ist ziemlich cool. Ihr könnt Teams bilden, ihr könnt mit Freunden zusammenspielen, ihr könnt alleine auf die Suche gehen, ihr könnt neue Leute kennenlernen. Es ist relativ spannend. Jeder kann 3 Truppen einsetzen, die er selbst gestalten kann. Insofern also selbst die Commander Pairings macht und die Truppenauswahl dahinter macht dann das System automatisch. Außerdem gibt es wie auch bei Ians Balladen oder auch anderen Events wieder die Möglichkeit, hier Fähigkeiten zu nutzen. Diese sind im Spiel auch sehr entscheidend. Tatsächlich kann man quasi keine Buffs nutzen. Das Einzige, was wirkt, sind die Ausrüstungsgegenstände und euer VIP-Level. Alles andere spielt keine Rolle. Und natürlich, wie hoch ihr eure Kommandanten habt. Aber das erklärt sich tendenziell von selbst. Was ein bisschen neu ist und was auch anders ist zum Hauptspiel, ist das Thema Moral. Jede eurer Truppen hat einen Moralzähler, einen blauen Balken rechts neben dem Lebensbalken. Dieser sinkt. Und zwar dann, wenn ihr umzingelt werdet, wenn ihr einen untypischen Gegner habt, also jemand, der eure Einheitenart kontert an der Stelle. Oder wenn eine Truppe in eurer Nähe fällt, die als Verbündeter gemerkt ist. Gleichzeitig steigt sie dann, wenn ihr Gegner besiegt oder auch, wenn ihr entsprechend eine Zeit lang nicht angegriffen werdet, dann allerdings nur sehr langsam. Sollte dieser Moralbalken auf 0 fallen, ändert sich das Ganze tatsächlich drastisch. Ihr macht deutlich weniger Schaden, eure Stats insgesamt fallen tatsächlich ein ganzes Stück ab. Leider kann man das nicht richtig messen, aber es ist auf jeden Fall auch im Spielverlauf sehr deutlich erkennbar, dass das nicht so praktisch ist. Also solltet ihr diesen Balken auf jeden Fall im Blick behalten, damit ihr da nicht gehörig an Kraft einbüßt. Dann kann man tatsächlich taktische Tricks geben. Das werde ich jetzt an dieser Stelle ein bisschen auslassen, weil es schaderweise kaum genutzt wird. Ihr seht es hier. Ihr könnt also sagen, halten, verstärken und Rückzug. Wie das genau funktioniert, könnt ihr euch tatsächlich am besten noch einmal anschauen oder wir machen es im Live-Betrieb an der Stelle. Aber so viel hierzu. Es ist eine sehr praktische Variante, um auch gerade dann, wenn man mit Random-Team-Leuten spielt, Kommandos zu verteilen. Der Chat wird leider sehr selten genutzt, den es im Spielmodus gibt. Und dann kann man damit ein bisschen arbeiten. Man kann tatsächlich unterschiedliche Divisionen erreichen, also im Prinzip geht es so ein bisschen darum, wie das Ganze funktioniert. Auch das ist aber jetzt zum Spielen erstmal eher nebensächlich. Die Buffs sind deutlich interessanter. Es gibt sie verschiedener Art und Weise, also Infanterie, Kavallerie, Bogenschützen und gemischt. Hier kommt es tatsächlich darauf an, wie ihr euch aufstellt. Sinnvoll ist meiner Meinung nach, Kommandanten zu wählen, die ihr relativ hoch habt, die tendenziell als relativ stark angesehen wird und für die ihr Equipment habt. Auch hier ist es wieder so, Equipment und Talent-Trees gelten, aber halt nur auf dem ersten Kommandanten. Der zweite, der Second, ist da nicht hilfreich an dieser Stelle. Die Fähigkeiten sind sehr gut.
Da sollte man also tatsächlich schauen, was am besten zu einem passt. Wir können da jetzt tatsächlich mal als Beispiel die Infanterie aufmachen. Ich werde jetzt nicht alle erklären, weil dann sprenge ich den Rahmen dieses Videos. Da müsst ihr tatsächlich mal selber ein bisschen drauf schauen. Es gibt sehr coole Buffs, aber jeder spielt halt auch ein bisschen anderes. Von daher kann man das gar nicht so sehr übereinander legen. Ihr seht hier, ihr habt die Möglichkeiten, mehr Schaden zu machen. Ihr habt die Möglichkeit, Truppen zu heilen. Ihr habt die Möglichkeit, schneller wiederzubeleben an dieser Stelle. Ihr könnt Schweigen verursachen. Ihr könnt das Marschtempo erhöhen und die Karte aufdecken. Ihr könnt die Moral verbessern. Dann gibt es hier die taktischen Fähigkeiten, die in verschiedenster Art und Weise funktionieren. Auch wieder Heilung, auch wieder Damage, auch wieder das Thema Fähigkeitsschaden anders zu bewerten. Und hier haben wir auch wieder verschiedene Abklingzeiten. Das heißt, das sollte man ein bisschen im Blick behalten. Natürlich sind die Dinge teilweise sehr, sehr heftig, haben dann aber auch wirklich längere Abklingzeiten oder haben gar keine, weil sie dauerhaft als passive Fähigkeit zur Verfügung stehen. Dann gibt es hier sowas wie Marschtempo erhöhen. Es gibt eine schnellere Wiederbelebungszeit. Hier haben wir die Sichtweite wieder. Da gibt es also wirklich, wirklich viel. Mein Tipp an dieser Stelle: Probiert euch tatsächlich mal durch. Gerade am Anfang würde ich tatsächlich versuchen, viel auszuprobieren, viel verschiedene Sachen einfach mal zu testen und zu schauen, wie gut ihr damit zurechtkommt. Das gilt für Kommandanten-Pairings, das gilt aber auch für mich in diesem Bereich der Segen bzw. der Fähigkeiten. Ihr seht, bei Kavallerie haben wir ein ähnliches Ausmaß an der gemischten Variante. Und für mich persönlich, das nutze ich selber tatsächlich, weil ich mit einem Imp, einen Kaff und einen Archer-Marsch spiele. Da sage ich nachher noch mal ein bisschen was zu. Dieser hier sehr interessant, weil man im Prinzip Stats hat oder Fähigkeiten besser gesagt, die auf alle Truppentypen ziehen. Das ist ziemlich cool für mich. Dann gibt es natürlich noch die bekannten Beeinflussungen von gegnerischen Truppen. Und jetzt Nummer 3, das Thema Karten. Wie ihr seht, gibt es diese Karte. Das sind die 5 Flaggen, die hier eingekreist sind. Diese Flaggen muss man erobern in diesem Spielmodus und halten. Für jede Flagge gibt es jede Sekunde 10 Punkte. Wer am Ende des Spiels mehr Punkte hat, gewinnt. Wichtig, auf dieser Map gibt es keine Punkte für Gegnerkillen oder dergleichen. Es geht alleine um die Flaggen. Das heißt, spielt taktisch klug, spielt so, dass ihr tendenziell mehr Flaggen habt als der Gegner, um zu gewinnen. Es ist teilweise manchmal vom Vorteil, Gegner zu töten, weil sie dann erstmal eine Zeit lang aus dem Spiel sind, ja. Aber ich sehe relativ häufig, dass die Leute irgendwo und nirgendwo fighten und da immer wieder hinlaufen und weitermachen und am Ende bringt es leider nichts. Es gibt keine Punkte dafür. Wenn man Truppen in einer Flagge stehen hat, füllt sich ein Balken. Ihr seht es im kleinen Bild. Dieser ist tatsächlich dann dazu gedacht, um die Zugehörigkeit der Flagge zu symbolisieren. Umso weiter ihr den Balken in eure Richtung schiebt, dadurch, dass ihr länger drinstehen bleibt, umso länger braucht der Gegner, um die Flagge zurückzuerobern. Hier seht ihr es auch, wenn ihr mit 2 Truppen drin steht und der andere nur mit einem, geht der Balken trotzdem in eure Richtung. Umso mehr Truppen ihr in einer Flagge stehen habt, umso schneller geht der Balken in eine Richtung. Natürlich ist es hier durchaus auch eine Option, den gegnerischen Trupp einfach rauszukicken, um noch ein bisschen Geschwindigkeit aufzubauen. Gerade dann, wenn man in der Überzahl ist, vielleicht eine Überlegung wert. So, dann gibt es sogenannte Auffüllpunkte. Für mich sind das Healing Spots, da kann man tatsächlich seine Truppen wieder heilen. Das dauert 20 Sekunden. Wenn man angegriffen wird, unterbricht der Countdown. Hier nochmal eine gute Idee. Diese Healing Spots sind tatsächlich relativ interessant, weil es natürlich auch heißt, wenn ihr plötzlich nur noch einen halben Marsch habt, macht ihr lange nicht mehr so viel Damage, seid lange nicht mehr so effizient, könnt nicht so gut arbeiten. Also durchaus gerne nutzen. Ja, wiederbelebt wird man immer im Startgebiet und der Wald hat einfach nur einen Effekt, dass man weniger weit gucken kann. Sumpf macht die Truppen tatsächlich langsamer und schwächt die Verteidigung. Seht ihr hier, sollte man beachten. Macht aber auch das Ganze teilweise sehr interessant. Und die Straßen lassen euch schneller laufen.
Also relativ klug durchdacht. Diese Basics werden tatsächlich sich nicht großartig ändern. Das, was wir jetzt gerade gehört haben, ist das, was den ganzen Spielmodus über aktiv bleibt und auch die anderen beiden Spielmodis, die es mittlerweile gibt, ja, weiterhin befüllt. Wir haben hier quasi ein typisches Szenario der Flaggeneroberung. Dann gibt es mittlerweile neu also Schatzhügel, neu in Anführungsstrichen. Auch hier, wir haben Flaggen, diesmal nur 4 Stück. Wichtig an dieser Stelle ist tatsächlich dann dieser hier, dieser Apfel, der erscheint in der Mitte. Man kann ihn erobern und einsammeln. Dafür muss man mit einer Truppe 15 Sekunden lang diesen Apfel abbauen, in Anführungsstrichen. Und dann muss man ihn in eine eigene Flagge bringen, um die dafür erhaltenen Punkte zu erhalten. Wenn man angegriffen wird während des Abbauens, dann bricht der Abbauvorgang ab. Tendenziell hier tatsächlich ein bisschen interessanter, weil man plötzlich mehr beachten muss. Die Gefahr, manchmal überfordert es die Spieler. Ihr werdet feststellen, eure Mitspieler wissen teilweise nicht so ganz genau, in welche Richtung sie jetzt laufen sollen und was sie jetzt gerade tun sollen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr tatsächlich es schafft, über die Zeit die 4 Flaggen zu halten, braucht ihr den Apfel normalerweise nicht. Ihr werdet trotzdem gewinnen. Allerdings gerade dann, wenn das Match relativ ausgeglichen ist, was die Flaggen angeht, dann kann der Apfel schon mal sehr entscheidend sein. An dieser Stelle bitte beachten, es hilft nicht, wenn alle zusammen in die Mitte zum Apfel rennen und ihr am Ende keine Flaggen habt. Das werdet ihr nicht schaffen. Nur mit dem Apfel alleine gewinnt man nicht an dieser Stelle. Da bitte sehr, sehr gut strukturiert arbeiten. Gerade dann, wenn man mit Freunden spielt, kann man hier eine sehr gute Aufgabenverteilung machen. Und es ist relativ interessant. Außerdem gibt es auf dieser Ebene Runen. Hier kann man also eine Rune aufsammeln, die einem zusätzlich 30% Angriff bietet für eure Streitkräfte. Für die von dir 3 ausgewählten Truppen im besten Fall. Das läuft 1 Minute lang, hilft natürlich extrem, weil 30% sind enorm. Von daher gerne mal mitnehmen, vielleicht sogar aufpassen, dass der Gegner sie nicht unbedingt erobert. Ansonsten, wir haben hier auch wieder die Healing Spots. Wir haben Wüstensturm. Auch hier so ein bisschen wieder eine andere Geländeform, die dafür sorgt, dass man langsamer ist, dass man sich besser verstecken kann, dass man nicht so schnell entdeckt wird. Und wir haben Wirbelstürme, die ähnlich wie der Sumpf fungieren. Man ist langsamer und die Verteidigung ist schlechter. Und auch hier, wir haben das Straßennetz. Nummer 3. Nummer 3 legt jetzt nochmal einen oben drauf. Wir sind wieder in dieser Map, aber tatsächlich mit 4 Flaggen. Und den Auffüllpunkten logischerweise, aber auch einem sogenannten Feuerdieb. Dieses kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Truppe, die man teilweise in den Events schlagen muss, die umherwandert, verschiedene Fähigkeiten nutzt und dann entsprechend zu attackieren ist an dieser Stelle. Der Feuerdieb hält relativ viel aus. Wenn ihr ihn platt macht, dann kriegt ihr einen Bonus auf eure Gruppe. Nicht ihr selber, sondern alle zusammen tatsächlich. Ist ziemlich interessant, hat deutlich stärkere Stats. Es dauert aber ein bisschen, den Feuerdieb platt zu machen. Zu allem Überfluss bewegt er sich auch noch, setzt Fähigkeiten ein, springt hin und her. Ist ganz schön ätzend, man muss ein bisschen hinterherlaufen. Auch hier wieder wichtig, die Verteilung der Aufgaben. Wenn ihr die Flaggen haltet, allesamt, dann braucht ihr den Feuerdieb nicht so sehr. Alleine mit dem Feuerdieb findet man diesen Spielmodus nicht. Definitiv nicht. Wenn man natürlich so ein bisschen darauf achtet und vielleicht das alles ein bisschen ausgeglichener hat, dann ist der Feuerdieb eine Sache, wo man schnell mal 2500 Punkte mitmachen kann, damit also schon einen sehr interessanten Vorsprung auch generieren kann und gerade der Stat, wenn man ihn platt gemacht hat und dann die nächste Zeit mit besseren Statistiken über den ganzen Bereich läuft, ist schon sehr interessant, um gerade dann auch mal so ein Spiel noch ein bisschen zu drehen. Ansonsten, ihr kennt es tendenziell, wir haben dasselbe Spielchen wieder, ihr könnt ihn also angreifen, hatte ich eben schon gesagt, man kriegt ein Stat, hatte ich gesagt, der Wald ist wieder da, haben wir eben schon gehört, der Sumpf ist immer noch da, die Straße ist auch noch da. Es ist alles beim Alten. Es gibt sogenannte Ranglistenspiele,
Man kann sich hocharbeiten, je nachdem wie hoch man ist, gibt es unterschiedliche Belohnungen. Jedes Wochenende kann man neue dieser Belohnungen kriegen für Aktivitäten und man kriegt Münzen angesammelt und am Ende der Staffel gibt es immer Belohnungen. Ihr seht, gerade wenn man weit oben ist, ist das ziemlich interessant. Aber auch schon dann, wenn man weiter unten spielt, so in diesem Bereich zum Beispiel, was durchaus auf jeden Fall machbar ist, kann man hier schon mal so ein bisschen was abstauben an der Stelle. Seine Punkte, die man generiert, tauscht man im Shop gegen verschiedene Belohnungen, die man zwischendurch aber erst freischalten muss. Das geht nicht ganz von allein. Da muss man ein bisschen für arbeiten. Aber eure beste Einstufung oder nein, die Staffelbestleistung am Ende irgendeiner Staffel wird tatsächlich gemarkert und bleibt erhalten. Hier seht ihr es, bei mir war das Ende das letzte Mal Kupfer 3. Dementsprechend kann ich immer noch die Zufallsmaterialien-Truhen kaufen. So viel dazu und viel geredet, wenig Sinn. Nein, gar nicht wahr. Ein bisschen was erzählt habe ich ja schon. Grundsätzlich Truppenaufstellung. Ihr seht hier meine Aufstellung. Warum habe ich diese so gewählt? Für mich entscheidend. Diese Kommandanten habe ich ziemlich weit gepusht. Ihr seht, sie sind Expertise. Zum einen habe ich hier Equipment für alle 3 Truppenarten. Zum anderen habe ich mir Kommandanten ausgesucht, die hier in unserem KVK 3, wo wir gerade spielen, tatsächlich eine sehr prädestinierte Stellung haben, sag ich mal. Wir haben also hier einmal den allseits bekannten YSG mit seinem Flächenschaden, unglaublich wichtig an dieser Stelle, ziemlich stark. Ich habe ihn als First genommen, um dahinter Mehmet mitzunehmen, weiterhin ein AOE-Kommandant und eine Truppenerweiterung. Das heißt, ihr habt eine größere Truppe auf der Map unterwegs. Finde ich sehr spannend. Also gerade AOE-Kommandanten oder die Kommandanten, die eure Truppenstärke erhöhen, sind für mich Kommandanten, die es wert sind, hier zu nutzen. Alex habe ich damit, weil Alex einfach insgesamt auf dieser Ebene ein Brett ist. Den kann man nicht weglassen, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen nicht, wenn man ihn gelevelt hat. Ich habe Sun Tzu dahinter gesetzt, weil er einfach nochmal die Stats von der Impf ein bisschen pusht und ebenfalls einen AOE-Schaden mitbringt. Wir haben Saladin bei der Kaff, weil Saladin einfach das Ganze sehr tanky macht. Und wir haben Ethelflida dahinter, um den AOE zu nutzen und den Debuff zu haben. Dann habe ich mich für eine gemischte Variante entschieden, um diese zu boosten, weil ich jetzt verschiedene Truppentypen habe. Hier bitte darauf achten, wenn ihr euch auf eine Truppenart spezialisiert habt, und in meinen vorherigen Videos habe ich bereits gesagt, gerade dann, wenn man Free-to-Play ist, sollte man das tun, um einfach seine Ressourcen irgendwo zu konzentrieren und zu fokussieren. Dann solltet ihr hier tatsächlich auch mit dieser Truppenart kämpfen. Schaut euch nicht daran, auch einen Sun Tzu mit Level 60 und Expertise nach vorne zu stellen als First und etwas anderes dahinter zu packen, wie zum Beispiel Björn oder was euch gerade noch so einfällt. Da kann man tatsächlich relativ viel machen an der Stelle. Das Matchmaking ist deutlich besser geworden. In der Vergangenheit hat man sehr häufig Gegner gehabt, die nicht zu handeln waren oder die man deutlich schneller erledigen konnte, als das eigentlich gedacht sein müsste. Mittlerweile landet man tatsächlich in Gruppen, wo man auch klarkommt. Von daher ist das so die Grundidee. Ich für mich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ich muss gestehen, mir persönlich liegt dieser Spielmodus nicht so sehr. Es ist für mich irgendwie noch nicht so ganz rund, es macht mir noch nicht so sehr viel Spaß. Ich finde es irgendwann ein bisschen monoton, aber die Belohnungen sind grundsätzlich gut. Ich finde auch das Konzept grundsätzlich ziemlich cool, weil ich noch viele Möglichkeiten sehe, um hier weiterhin gut vorwärts gehen zu können und interessantes Spielmodi zu implementieren an der Stelle. Deshalb probiert es gerne aus und schaut einfach mal rein. Ja, an dieser Stelle kann ich euch gerne noch mal kurz meine Stats zeigen. Die sehen im Moment so aus. Ihr seht, ich bin normal weg unterwegs. Ich habe ungefähr Hälfte Gewinn und Verlust. Ab und zu hat man mal was mitgenommen, ab und zu hat man mal deutlich auf die Nase gekriegt. Aber ich glaube, es passt. Ich bin zumindest zufrieden und bin somit auch gerade damit eigentlich durch an dieser Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, die Kommentare-Funktion ist da oder schreibt mich entsprechend an.
Und ja, viel Erfolg, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Seht zu, tschö.